Bye! Hey, servus, ich bin's wieder, die Kathi und herzlich willkommen zu einer neuen Woche How to Slay Omas Kleiderschrank. Diese Woche gibt's wieder eine Folge von meinen, wie ihr ganz leicht Basics für euren Kleiderschrank selber näht. Und dieses Mal gibt's Culotte-Hosen. Wenn ihr keinen blassen Schimmer habt, wer ich bin die Kathi und ich mache hier auf YouTube Näh- und Upcycling-Tutorials. Und ja, ihr könnt mir gerne folgen bzw. abonnieren und auf Gefällt mir drücken, wenn es euch gefallen hat. Oder ihr folgt mir eben auf Instagram, da ist ich Glasinova, und auf Pinterest How to Slay Omas Kleiderschrank. Ja. Andiamo. So, meine Lieben, wir fangen gleich mal an mit einer Leinen-Culotte-Hose, und zwar mit einem Gummizug. Da habe ich diesen Leinenstoff, der nicht dehnbar ist. Ich meine, es ist nicht ganz Leinen, aber irgend sowas. Also es wrinkelt wie Sau, also es ist fix irgendwas mit Leinen. Und ich lege da einfach einmal High-Waisted-Hosen hin und tue die Vorderseite nachspuren und die ganze Breite durch etwa so um 18 cm verlängern. Es müssen nicht 18 sein, das ist jetzt echt schon ganz weit, 10 reichen, glaube ich auch. Und ja, das schneide ich dann halt so aus, wunderbar. Und das schaut dann so aus, wie ihr seht, das ist echt weit, also es hätte vielleicht wirklich nicht zu viel sein müssen. Und natürlich mache ich das bei der Rückseite genauso. Bei der Rückseite müsst ihr ein bisschen aufpassen, da unten beim Schritt, da müsst ihr das rausfutzeln, da diesen Schrittendpunkt, weil der versteckt sich da ein bisschen hinter der Hose, das ist ein bisschen ein Gewirk, aber es geht dann eh. Und dann haben wir auch die Hinterseite von der Hosen kopiert. Ich habe die Hosen übrigens ein bisschen länger gemacht, weil die nicht ganz high-waisted ist, also ich möchte sie länger. Genau, und das ist da dieser Schrittding, was ich meine. Ich tue jetzt mein Vorderteil, da tue ich jetzt 2 Markierungen einzeichnen und da mache ich Kellerfalten, und zwar mit 4 cm jeweils die Falte. Wie komme ich auf die 4 cm? Also ich habe einmal die Länge des Schnittteils minus ein Viertel von meinem Taillenumfang und das Ergebnis dann durch 3. Und dadurch kriegt sie quasi so diese, bei mir sind es 4 cm, wo ich das dann einknicke und abstecke. Genau, also nicht nur oben, sondern so ein bisschen auch weiter runter, weil ich möchte, dass die wirklich ganz tief reingehen, diese Kellerfalten. Und das schaut dann so aus, und das tue ich dann, ja, also das müsste dann wieder eigentlich ein Viertel eures Taillenumfang sein, wenn ihr das richtig gemacht habt. Und das tue ich jetzt von oben absteppen. Da hätte ich definitiv einen helleren Faden hernehmen sollen, aber well. Genau, das steppe ich dann ab und dann hält die Falte. Ja. Und das mache ich natürlich bei allen 4 Falten, also natürlich bei beiden Vorderseiten. Und dann nehme ich eine Vorderseite und eine Rückseite und tue sie an der inneren Seite zusammennähen, und da sieht man, dass ich wieder genial gemessen habe. Aber es ist wurscht, wenn ihr von oben anfangt, also vom Schrittende nach unten, dann kann euch eigentlich gar nichts passieren, weil dann schneidet es halt unten ab, ne? Also selbst ist die Frau. Genau, und dann nehmt ihr natürlich immer das rechte Vorderteil mit dem rechten Hinterteil und dann das linke Hinterteil mit dem linken Vorderteil. Und das nähe ich einfach zusammen und dann durch die Kante noch mit einer Overlock versäubern. Und dann durch das ganze rechte Zeig mit dem ganzen linken Zeig rechts auf rechts an dieser Schnitt-U-Kurve aneinander nähen. Und das mache ich wieder mit einem normalen Gradstich und dann mit der Overlock versäubern. Ihr könnt natürlich alle möglichen anderen Arten zu versäubern nehmen. Und am Ende tue ich jetzt nochmal rechts auf rechts legen, und zwar Vorderseite mit der Rückseite an den Seiten zusammennähen. Also das ist jetzt meine Seitennaht. Genau, und das nähe ich auch wieder mal wunderschön zusammen, und ich nähe immer von oben zusammen nach unten, weil ja, ich einfach nicht messen kann. Und hier probiere ich nochmal zu messen und meine Skills zu verbessern. Und zwar müsst ihr einmal die ganze Rückseite messen bis zur Seitennaht und einmal die ganze Vorderseite, also von Seitennaht zu Seitennaht, weil der Bund wird aus 2 Teilen bestehen, also eine Vorderseite und eine hintere Seite, und da habe ich meine Sachen, und ich brauche natürlich nur so Schleifen, da habe ich so kleine Rechtecke, die ich an der Seite und eine Seite zusammennähe, eine Seite lasse ich offen, damit ich das dann ganz umdrehen kann. Das schaut dann so aus, schön die Ecken klippen, damit die Enten quack quack. Jedenfalls drehe ich das dann um, wie man hier sieht. Wunderbar, dann kann ich mit dem Stift noch ein bisschen die Enden ausbeulen. Oh Mann, die Ecken. Und dann drüber bügeln, und dann schaut das so aus. Das wären meine Schleifen, und die durch quasi zwischen dem Hinterteil und dem Vorderteil bunt hineinquetschen, wo ich übrigens 2 Bügelfalten reingemacht habe. Und die in den Bund durch da reinquetschen, wo keine Bügelfalte drin ist. Und dann durch das Zusammennähen, rechts auf rechts alles, genau. Und dann habe ich da so einen Bund,
der bei der Außenkante keine Bügelfalten drin hat und bei der Innenkante sehr wohl. Ihr könnt natürlich bei der Außenkante auch eine Bügelfalte machen, aber die brauche ich nicht unbedingt, sage ich jetzt mal. Ich handle mich da durch, ich fange an mit den Seitennähten, die ich aufeinander lege, und solltet ihr gut gemessen haben, müsste das dann auch ganz gut funktionieren. Bei mir hat es das sogar einigermaßen, ich musste ein bisschen schwindeln zum Teil, aber ja. Und dann werden wir den Gummi an der Seitennaht festmachen. Genau, so. Und bevor ich den jetzt da durchfädel, muss ich natürlich erst einen Tunnel machen, und das ist jetzt so, dass ich da, durch das, dass ich es ja schon umbügelt habe, ganz praktisch ist, dann tue ich da im Nahtschatten nähen. Das hat mir jetzt jemand erklärt, wie das heißt. Ja, auf Englisch heißt Stitch in a Ditch, genau das, was ich hier mache. Da tue ich quasi von oben runter nähen und tue dadurch die Rückseite fixieren. Ja? Die müsst ihr ein bisschen schauen, dass die immer ein bisschen länger ist, weil sonst näht es daneben. Ne? Also dann ist da überhaupt nichts fixiert. Genau, und das tue ich dann so festnähen. Und dadurch entsteht ein Tunnel, wo ich dann mein Gummi durchfallen kann. Genau. Und wenn ich dann den auf der anderen Seite drüber habe, tue ich den dann noch fixieren. Und da probiere ich einmal in schon einer vorhandenen Naht zu nähen, damit man es von außen nicht sieht. Und wenn ich das fertig habe, kann ich den restlichen Dings schließen und unten bei meinen tollen Legs, die ich inzwischen gekürzt habe, doppelt umschlagen. Und da habe ich dann noch so kleine Schlaufen eingenäht, damit das Schleifhaar da vorne besser hält. Und that's it. Yay! Also ich habe mich ein paar Mal vermessen, muss man dazu sagen. Deshalb ist es da vorne ein bisschen mehr paperbaggiger, wie ich eigentlich wollte. Eigentlich wollte ich es glatt haben. Aber andererseits finde ich das gar nicht so schlecht. Also selbst wenn ihr euch um ein paar Zentimeter verschätzt, sage ich jetzt mal, schaut es immer noch ganz cool aus. Also ich finde es lässig. Yeah! Und ich mag ja die Länge und das ganze flowy. Und wenn ihr das, sag jetzt mal, weniger flowy haben wollt, dann werdet einfach die Hosen nicht so viel vergrößern. Und hier nochmal ein bisschen anders mit meiner tollen Gürteltasche vom letzten Mal. Übrigens immer, wenn ich wenn ich das kombiniere mit Teilen, die ich schon genäht habe, verlinke ich euch das natürlich oben rechts, wisst ihr. Und ich finde es cool. Bin zufrieden. Ich meine, das Bügeln wäre noch eine ziemlich zahre Sache, weil das dann wahrscheinlich immer machen muss, aber ja. Kommen wir zu Hose Nummer 2, und da habe ich so einen Jersey-Stoff, der sich ein bisschen dehnt, und deshalb nehme ich meinen Taillenumfang und tue den mal 0,90, weil dadurch quasi das mit einberechnen, dass sich der ganze Stoff dehnt, und nimm dann so einen Circle Skirt Calculator her für einen halben Circle Skirt. Da müsst ihr dann eigentlich nur noch euren Taillenmaße eingeben, und dann wird das automatisch ausgerechnet. Also ihr braucht kein Abi in Mathe mit 1,0, sondern ihr gebt es einfach da ein, und bei mir sind das dann 18 cm, und das ist quasi dieser Radius da. Und den werde ich jetzt einzeichnen auf meinen Stoff. Genau. Aber ich fange da nicht gleich an der Kante an, sondern ein bisschen weiter nach drinnen, weil der Skirt alleine, wir brauchen ja mehr als einen Circle. Aber jetzt mache ich also mit diesem Circle mit 18, genau, so ein Halbkreis. Und dann lege ich auf diesen, also da habe ich schon ausgeschnitten, den Halbkreis, und da lege ich dann an der Kante von dem Halbkreis meine Hose und mache das gleiche wie vorher, also dass ich quasi die Vorderseite und die Rückseite der Hose abpause. Und dann natürlich auch noch die Rückseite und da den Zipfel nicht vergessen. Und hier nochmal, damit ihr das besser sehen könnt, das da ist der normale Halbkreis, ja, und da ist dann die Hinterseite und hier die Vorderseite an den Halbkreis quasi dran. Und da mache ich jetzt eben so einen halben Circle Skirt und den durch halt von der Mitte aus raus messen. Tada! Und das Ganze mache ich natürlich 2-mal. Und jetzt habe ich hier die eine Seite und da klappe ich jetzt diese Innenseiten zusammen, ja, also ab dem Ende des Zipfels. Und ich fange wieder vom Zipfel an nach unten zu nähen, ja, ihr wisst ja. Und das Ganze mache ich übrigens mit einer Overlock, ja, weil ich nähe gerne Jersey mit der Overlock einfach. Aber ihr könnt es auch mit der Nähmaschine genauso machen, denkt aber daran, dass es ein elastisches Stich sein muss. Und dann von diesen beiden Seiten zusammenlegen und beginne von den Innenseam, also von der Innenseite aus nach oben, diese zwei Dinge zusammenzunähen. Das sieht man leider überhaupt nicht, weil das schwarz ist, aber das ist eben halt die Innennaht quasi. Und dann habe ich hier so ein überdimensionales Bündchen gemacht, also ein Rechteck, einfach zusammen, damit es einen Kreis bildet und dann nochmal zusammengelegt. Das ist jetzt eben mein Bündchen, das ist kürzer wie mein Taillenumfang natürlich, also wirklich
signifikant kürzer. Und das pinne ich dann quasi an meine Hose und mache das quasi wie so ein Halsbündchen, indem ich es dran nähe. Dabei ist das Bündchen aber natürlich kürzer wie meine Hose. Aber das ist ja bei Jersey kein Problem, weil ich tue das einfach dehnen, während ich das annähe. Also das Bündchen durchdehnen, die Hose lasse ich flach und da ratte ich einfach mit meiner Overlock drüber. Es gibt ganz viele tolle Tutorials auf YouTube, wie man Bündchen annäht, und genau in diesem Prinzip, wie man Halsbündchen annäht, nähe ich jetzt da meinen Hosenbund an. Und das schaut dann so aus. Ja, ich hätte natürlich schwarzen Faden benutzen können, aber meine Overlock hatte gerade weißen eingespannt und ich wollte es nicht wechseln. Und ja, so schaut das jetzt aus. Ja, ich musste unten nicht versäubern, also ich habe es mir erspart, weil das ja Jersey ist und deswegen nicht aufgeht. Ihr könnt es natürlich auch noch versäubern, aber muss nicht sein. Ich finde es echt lässig, sie ist super gemütlich, durch das, dass der Stoff natürlich gestretched ist. Geht natürlich auch ohne Gürtel und ja, sehr gemütlich. Und vor allem diese Hose kommt man halt wirklich auch zu Hause zum Chillen und ziehen. Oder wenn man sie einfach ein bisschen fescher kombiniert, sagen wir mal, so mit ein bisschen Schüchen. Schaut ja dann gleich mal super schick aus, muss ich sagen. Ja, und so macht man eben Culottes aus einem halben Circle Skirt, also aus einem halben Tellerrock quasi. Ihr könnt natürlich auch einen Viertel-Tellerrock benutzen oder einen ganzen, dann flared die Hose natürlich ein bisschen weniger und mehr. Oh Gott, das rede ich schon wieder Englisch. You know, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche und ich hoffe, es hat euch getaugt. Bis dann!